Wir befinden uns am Isizu Beach, auch Turtle Beach genannt, bei einer Hilfsstation und Aufstoßstation für Schildkröten. Wir haben uns schon ein wenig umgesehen. Also es ist wirklich toll, was die Leute für die Schildkröten hier machen. Hier sind Schildkröten, die haben teilweise keine Gliedmaße mehr, der Panzer ist beschädigt oder sie haben auch ein Schädelhirntrauma. Und darum wird sich gekümmert, genauso wie um die Aufzucht der Schildkröten. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Hallo, du Groß. Ja, guck mal da oben. Da, hier im Gesicht kommt. Aber du sagst eigentlich, du bist schon ready to go, für raus, ne? So wie du am Strampeln bist. Die verletzt? Ja, vorne im Gesicht. Die ist auch nicht ganz so schnell wieder. Oh. Hier ist der Panzer. Hier ist der Panzer. So eine Schiffsschraube bekommen oder so. Ja, da muss echt einiges drauf eingehen. Ja. Der eine Arm ist ganz ab Ah. und der andere ist auch noch eine Ecke drauf. Ne? Ja. Und die andere. Die verletzten Schildkröten werden hier in die Auffangstation gebracht und hier medizinisch versorgt, bis sie wieder alleine in freier Wildbahn zurechtkommen. Einige der Schildkröten, die wir hier gesehen haben, haben leider nicht mehr das Glück, alleine zurechtzukommen und müssen hier in der Station bleiben. Umso wichtiger ist die Aufklärungsarbeit, die hier geleistet wird, um viele Unfälle zu vermeiden, denn viele der Schildkröten sind leider wegen Fehlverhaltens des Menschen hier. Wir finden es gut, dass es solche Stationen gibt, um den Tieren zu helfen. Eintritt kostet es nicht, aber wenn man möchte, kann man eine freiwillige Spende hier lassen. Oh, das war sehr groß. Die schwimmt doch die ganze Zeit. Ich werde oben auch eine Spende reinschmeißen. Ja, ja. Alter! Die hat mich mit ihrer Flosse berührt. Die hat gespuckt, hast du gesehen? Die hat Luft geholt, im Wasser gespuckt. Wahnsinn! Cool. Die hat mich berührt. Ja, so mal. Juli bis September ist tatsächlich seit Schlüpfen. Wahnsinn. Ist genau jetzt auch noch. Zuvor haben wir gemeinsam mit Rolf und Anja ein paar Tage auf einem Campingplatz verbracht, der sich in der Nähe der Schildkrötenauffangstation befindet und an einem großen See liegt. Dort hat es uns gut gefallen.
Neben den sanitären Anlagen, Strom, Ver- und Entsorgung steht einem auch noch ein Kühlschrank zur Nutzung, ein Restaurant, was sogar schon zum Frühstück öffnet, und ein Pool zum Abkühlen zur Verfügung. Der Platz eignet sich gut, um ein paar Tage zu entspannen und die Schildkröten-Auffangstation zu besuchen. Die Koordinaten zu diesem Platz findet ihr in der Videobeschreibung.